Assalamu alaikum, was geht ab, Leute? Hier ist Marvin Dell mit dem ersten Podcast. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Nur ganz kurz, ich habe hier mein iPad zur Unterstützung, weil es einfach zu viel ist. Zu viele Sachen, die wir jetzt demnächst besprechen werden. Entschuldige auch dieses billige Mikrofon. Wir arbeiten an dem Equipment, das ist alles unterwegs von Deutschland nach Marokko. Und wer dieses Mikrofon kennt von Hama, es nervt einfach, wenn man sich das hier dran steckt ans T-Shirt, weil einfach das ganze T-Shirt verkrempelt aussieht. Deswegen halte ich das Ganze in der Hand fürs Erste. Wir kommen ganz schnell zum Thema. Mad ist ins Leben gerufen worden. Was bedeutet Mad? Was ist die Idee hinter Mad? Also einmal zur Erklärung, Mad ist Marvin Enes Dell. Okay, ist einmal Marvin Dell bin ich, Enes bin auch ich, um einfach mehr oder weniger zwei verschiedene Menschenarten, die in verschiedenen Facetten dieses Lebens gelebt haben, ein bisschen zu vereinen und um zu verstehen, worum geht es hier eigentlich. Deswegen dann auch die Gliederung Mad, also Marvin Enes Dell ist gleichzeitig Motivation, Athletic und Deen. Da ganz kurz auch zu Team Bladi. Diese Idee ist, ich hatte eine ähnliche Idee schon in meinem Kopf. Die Idee ist von dem Bruder Omar dann mehr oder weniger ins Leben gerufen worden. Omar ist der Bruder von Team Bladi, mein aktueller Sponsor. Da sage ich auch gleich dazu, dass ich jetzt nicht so sehr darauf eingehen werde, weil das alles in einzelnen Podcasts und Videos kommen wird, weil ansonsten rede ich jetzt hier wahrscheinlich 5 Stunden am Stück. Aber ganz kurz, das ist mein aktueller Sponsor, auch mein erster Sponsor, um ehrlich zu sein. Wieso? Das werdet ihr erfahren, weil es ist einfach eine besondere Marke, es ist eine krasse Marke, da steckt ein ganz großes Mindset dahinter. Also ich bin mit dem Bruder jetzt schon länger in Kontakt und das ist so, ich kann mich mit seinem Mindset identifizieren, der Mindset, der hinter der Marke steckt. Also für alle, die auch die Team Bladi noch nicht kennen, ihr könnt es auf Instagram checken, @teambladi oder direkt auf der Homepage. Da gibt es ja noch später dazu, gibt es meinen Rabattcode, das ist The Madman. Da kriegt ihr dann, glaube ich, zu Beginn 10% Rabatt. Da werde ich bestimmt noch ein bisschen was mehr raushauen für euch dann. Ja, genau, der Bruder von Team Bladi und ich, wir haben die gleichen Ziele. Wir arbeiten 25/8 an unseren Projekten zusammen. Er hat viele seine eigenen Projekte, er macht auch Team Bladi mehr oder weniger alleine, ist trotzdem nebenher voll angestellt. Ich auch, bin hier, arbeite in Marokko in dem Büro Montag bis Freitag durchgehend von morgens bis abends, um dann Samstag bis Sonntag zu hustlen, was meine Projekte angeht. Auch das, sorry Leute, will jetzt nicht die ganze Zeit damit nerven und sagen, ja, kommt später, aber das ganze Video oder der ganze Podcast macht sonst überhaupt gar keinen Sinn, weil es einfach zu viel ist, wenn ich jetzt hier von allem die Einzelheiten erkläre. Wir gehen einfach mal genau drauf ein, was wird Mad enthalten. Also man versucht sich einmal natürlich, wie schon gesagt, auf 3 Themengebiete zu konzentrieren. Das ist Motivation, Athletic und Deen, also Motivation, Athletic, Deen. Auch kurz vorab, es ist einfach so, dass jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eine so stark vielfältige Person bin und einfach eigentlich noch viel mehr verkörpere, auch wenn es sehr, sehr ungewöhnlich ist. Also man könnte aus der Abkürzung könnte man wahrscheinlich 6, 7, 8 Buchstaben machen und die würden zu mir passen, aber wir haben uns darauf geeinigt, das auf 3 große Themengebiete zu fokussieren. Also Motivation unter anderem, einer der Hauptpunkte ist halt einmal Training und Alltagsmotivation. Dazu halt eben, was passiert im Kopf, wie kann ich mich zum Training motivieren, wie schaffe ich es, Montagmorgen aufzustehen, keine Ahnung, meine Trainingstasche schon gepackt zu haben und schon vorgeplant zu haben, dass ich abends halt direkt nach Hause komme und trainiere. Da auch der nächste Bullet Point dazu zur Motivation ist das Mindset. Okay, weil viele fragen mich immer, krass, wie machst du das alles und so, du schaukelst das alles so easy.
also zu 99% ist es mein Mindset einfach, weil auch wenn es so super toll bei mir aussieht und dass ich fast immer schaffe, in Shape zu sein und ganz bei der Sache zu sein, das kommt einfach nur von meinem Mindset, ja. Also es ist einfach, dass ich jeden Tag irgendwie versuche, bei mir zu sein, mich neu zu formatieren, mich neu zu motivieren. Ja, keiner steht gerne montags morgens auf und ja, steht vor einer langen Woche mit privaten Projekten, mit irgendwie, keine Ahnung, selbst kochen zu müssen. Es können alle alleinlebenden Männer auch kein Lied davon singen, die versuchen sportlich zu sein, oder auch alleinerziehende Mütter genauso, ja, die versuchen sportlich zu sein, arbeiten müssen, aber und zeitgleich den ganzen Sachen gerecht zu werden, ist halt immer ein bisschen schwierig. Dann zum Bullet Point Motivation noch dazu. Eigene Erfahrungen, Niederschläge, okay? Das heißt, das ist ein Real Talk Podcast. Hier wird es auch einen Real Talk geben. Später dann auch mehr dazu, wenn Gäste hinzukommen. So, hier gibt es nicht mit irgendwie. Ich habe mal ein Motivationsvideo gesehen, wie jetzt manche von T.J. Jakes zum Beispiel, von gewissen, von David Goggins oder so, keine Ahnung, die jetzt gerade auf den Filmen sind und irgendwelche Reels reposten und so. Ich kann euch sagen, ich gucke diese Motivationsvideos schon seit ungefähr 10 Jahren und bin nicht irgendwie einer, der irgendeinem Trend folgt, sondern ich lebe nach diesem Prinzip. Nichtsdestotrotz, was mit eigenen Erfahrungen gemeint ist und eigenen Niederlagen, um euch nicht irgendwelche durchgekauten Reels weiterzuleiten oder irgendwelche Videos, die schon jeder durchgeschaut hat, gehe ich ein bisschen auf mein Leben drauf ein, auf meine Niederschläge, was ist denn so passiert. Viele, die mich näher kennen, die wissen ja, dass einiges in meinem Leben passiert ist. Wie habe ich das denn geschafft, aus diesen ganzen Krisen rauszukommen? Ist für den einen oder anderen sicherlich interessant, wie ich dabei denke oder wie ich mir selbst geholfen habe. Und es geht auch gar nicht darum, um meine Person super darstellen zu wollen, sondern der Hintergrund ist einfach, euch allen helfen zu können da draußen und euch irgendwie vielleicht einen Denkanstoß zu geben, dass eben genau das passiert. Wir kommen zum weiteren Punkt, Athletik. Da ist es dann untergliedert in einmal Sport, hauptsächlich ist es eben Kampfsport. Es wird aber auch andere Sachen, andere Trainingsanalyse geben, aber es wird viel mit dem Boxen zu tun haben. Das auch einfach, weil ich ja auf meinen Box-Comeback hinarbeite. Ja, ich weiß, wird jetzt der ein oder andere auch wieder sagen, was machst du noch alles? Ja, ich mache, weil ich ein Macher bin und kein Babbler wie leider so viele heutzutage. Und das wird dem einen oder anderen nicht schmecken, aber da wird es noch das Announcement hier und da von mir geben. Also ich werde auf jeden Fall nicht irgendwie im unteren Amateurbereich irgendwie, keine Ahnung, mir irgendwelche, wie sagt man nochmal auf Deutsch, Imbissbudenschläger holen. Es wird vielleicht am Anfang ein bisschen einfache Kämpfe geben, aber mein Ziel ist es, dann gegen die Brocken zu kämpfen. Und die mich kennen, wissen auch, dass ich das dann auch machen werde. Weiter Unterpunkt von Athletik ist die Ernährung. Viele, die Ahnung haben vom Training, wissen, es gibt so diese typische Bodybuilder-Regel 70-30, also 70% ist Training, 70% ist Ernährung, 30% ist eigentlich nur Training, ja. Das hört sich für viele krass an, die denken, weil man sich denkt, das kann ja gar nicht sein, also ich trainiere einfach hart und es ist eben nicht so, also die Ernährung spielt so eine große Rolle, was für eine Entwicklung in deinem Körper stattfindet, ja, in deiner ganzen Synthese, in allem, was in dir funktioniert. Das verstehen viele nicht. Also du kannst nicht jetzt, was Bodybuilding angeht, keine Ahnung, 3 Stunden Brust, Bizeps machen und du denkst, gehst nach Hause und isst irgendwie, keine Ahnung, 2 Nutella-Brote. Das geht halt nicht, weil dein Körper ruft halt eben nach mehr. Ja, also ich schaffe es. Teilweise bin ich krank, ganz kurz dazu, teilweise bin ich krank. Eine Woche lang, ja, habe eine Erkältung und dadurch, dass ich trotzdem gut esse, schaffe ich es, meinen Körper so beizubehalten komplett. Ja, eine Woche hört sich vielleicht jetzt nicht viel an, aber da sehen viele schon nach einer Woche eingefallen aus, ja, gerade von denen aus der Bodybuilding-Szene. Gesundheit, klar, damit auch ganz klar verknüpft. Schlaf zum Beispiel, ja, jetzt bezogen direkt aufs Training, ja auch so eine Sache. Wenn man halt dann nur jedes Mal 5 Stunden schläft, morgens schon um 10:18 Uhr Red Bull getrunken hat, dann braucht man sich halt nicht wundern, wenn man irgendwie Herz-Kreislauf-Probleme hat und dann doch nicht so Effekte erzielt und auch sich einfach nicht gut fühlt, ja, ist auch ganz klar.
Dann zum Thema kommen wir zum weiteren Punkt, das ist Deen. Deen ist der dritte Punkt bei Matt. Deen, kurz, ist einfach eigentlich auf Arabisch. Es ist also das Wort für Religion, im Englischen wird es D-E-E-N geschrieben, ist bekannt dadurch, dass es halt für Religion steht. Deen, ganz klar, ist Religion, hauptsächlich auch ganz kurz an die ganzen Andersgläubigen, also Nicht-Muslime. Dreh- und Angelpunkt natürlich ist irgendwo der Islam, weil ich am meisten Wissen über den Islam habe, bezogen auf andere Religionen, auf die anderen großen Offenbarungsreligionen. Nichtsdestotrotz wird aus dem Judentum, Christentum natürlich einiges kommen. Und für viele, die mich kennen und auch schon länger folgen, ich habe ja eine gute Community auch bisher, zum Glück, Gott sei Dank. Danke da auch, Lob an euch alle, dass ihr immer mit dabei seid und so auch seit Jahren immer folgt. Die wissen auch, dass ich sehr gerne aus der Bibel vorlese. Ja, da ist gar kein Vergangen dran. Das will ich auch versuchen, dann einigen Muslimen zu erklären, die so ein bisschen fremdeln, was die Bibel angeht oder das Judentum und so. Aber ja, man muss halt verstehen, dass wir alle aus einem Topf kommen und die ganzen großen Offenbarungsreligionen sind halt so abgelaufen. Also wir gehören zu einem Gott, auch wenn man das nicht glauben mag, auch wenn man dann sagt, ja, Allah, euer Gott ist irgendwie der Allah und wir glauben an Gott. Ja, nee, eben nicht. Also wir haben einen Gott und ihr habt denselben Gott wie wir. Also und wir machen da auch keinen Unterschied. Da werden wir auf gewisse Sachen eingehen. Ein weiterer Bullet Point zum Thema Deen, Religion, Loyalität zur Religion bewahren. Was meine ich denn damit? Also es ist einfach so, dass man sagen muss, heutzutage verkaufen einige ihre Religion, um vielleicht anderen zu gefallen. Ja, das ist bei Muslimen natürlich viel massiver als bei Andersgläubigen, weil wir halt am meisten unter Druck gesetzt sind heutzutage, weil wir die Bösen sind. Dazu werden viele Sachen kommen, wie man das Ganze handhaben sollte und auch eben, das ist dann der letzte Bullet Point zum Thema Deen im Alltag etablieren. Ja, wie schaffe ich es, wenn ich bei einer Geburtstagsparty eingeladen bin, Techno, Scooter im Hintergrund läuft und ich aber irgendwie noch das Abendgebet verrichten muss und so Sachen. Alle denken dann immer so, ja nee, jetzt wird Gott, Allah mich verfluchen und jetzt komme ich sowieso in die Hölle. Aber wir leben nun mal in dieser Zeit, wo es halt eben, sage ich mal, unreligiös zugeht, was nicht heißt, dass man seine gottesdienstlichen Handlungen unterlassen sollte. Genau. Dazu wird es immer Verschiedenes geben. Also es wird nicht nur bei den Podcasts bleiben. Ja, wir haben hier verschiedene Sachen. Es werden Vlogs jetzt kommen. Es sind einige Vlogs schon produziert und weitere in Vorplanung. Das wird auch jetzt, also da werden die ersten dann rauskommen. Die Verzögerung ist einfach dadurch, dass ich da mit ein paar unprofessionellen Leuten zusammengearbeitet habe. Und diese Vlogs nochmal überarbeiten musste und sonst was, und ich versuche halt jetzt was on Stock zu haben, weil ich keinen Bock drauf habe, dass ich jetzt hier anfange zu releasen und keine Ahnung, dann nichts mehr on Stock ist und ich dann 2-3 Wochen irgendwie warten muss, bis mein Kameramann wieder da ist. Also deswegen habe ich dafür gesorgt, dass eben genug Material da ist, was auch vielleicht den Zeitabstand gerade erklärt, warum so lange nichts kam. Es werden Reviews kommen. Verschiedene Sachen, verschiedene Reviews, ja, manchmal sind es hier in Marokko Sachen, die ich testen werde, oder ja, eigentlich ein paar Reviews auch, die ich schon sehr lange vorgeplant habe, wie zum Beispiel den DNA-Test zu besprechen, mein Glatzenrasierer, weil alle mal sagen, ja, wie siehst du so fresh aus, besonders heute, habe ich ihn natürlich nicht benutzt für den ersten Podcast, aber halb so wild. Geben, was genau, bleibt einfach noch unerwähnt. Es werden weitere Interviews folgen, sowohl in Deutschland als auch in Marokko. Ich habe hier in Marokko schon mit gewissen Channels Kontakt, auch mit TV-Channels. Und in Deutschland geht es weiter, bezogen natürlich alles auf die Dokumentation, auf das Release.
Dazu gleich noch mehr. Livestreams, es wird Livestreams geben mit sämtlichen Teilnehmern, die unter die Rubrik Mad fallen. Ja, es sind religiöse, der ein oder andere Prediger, es sind Personal Coaches, der ein oder andere, die ein oder andere Person des öffentlichen Lebens. Genau, und eben zu den Podcasts, ganz kurz noch dazu, also Spotify wird gerade auch eingerichtet für Artist Manager. Wir versuchen jede Woche jetzt zumindest eine Episode rauszuhauen. Wahrscheinlich, wenn alles so klappt, wie wir uns vorstellen, wird es auch wahrscheinlich mehr geben, besonders für die Spotify-Hörer unter euch. Ja, da Spotify einfach eine geile App ist, man kann es auf der Arbeit hören, unterwegs, im Auto, ja, es ist einfach, also ich selber benutze Spotify für Motivational Podcasts sehr, sehr oft, deswegen haben wir uns dazu auch entschieden, das Ganze zu machen. Genau, große Ziel natürlich, weil wir kommen hier ans Ende damit, das große Ziel ist, in Richtung Dokumentation zu kommen. Ja, was ist mit der Doku? Für die Leute, die mich nicht kennen, ich habe 2,5 Jahre in Deutschland unschuldig im Gefängnis gesessen. Ich bin 2014 zu 3 Jahren Haft verurteilt worden, Ende 2014, für eine Sache, die nicht so stattgefunden hat, wie sie geschildert wurde, wie sie breitgetreten wurde in den Medien und sonst was. Ich gehe gegen die Sache vor, so sehr, wie es wahrscheinlich keiner von euch erahnt hätte. Also wir haben Wiederaufnahmeverfahren eingeleitet Anfang diesen Jahres. Ja, da wird es einiges geben und auch eben, warum ich hier bin. Also ich bin nach Marokko gekommen, um die Dokumentation fertigstellen zu können. Auch das werde ich jetzt hier leider nicht weiter, da werde ich keine Informationen drüber geben, weil das alles einzelne Episoden werden, weil sie einfach so lang sind. Weil die einzelnen Themen so extrem lang sind, dass es überhaupt keinen Sinn macht, jetzt irgendwie anzufangen, da auch nur ein bisschen drüber zu sprechen. Genau, die ja mich kennen von meiner Dokumentation, ist es alles ins Stocken geraten. Zum allergrößten Teil, weil ich einfach leider meine Zeit verschwendet habe mit, wie finde ich die richtigen Worte dafür? Mit Menschen, die am Ende bis zum Anschlag in meinem Hintern stecken werden und sagen werden, ich wusste, dass du das reißt, und die mich alle enttäuscht haben, wovon auch Leute dabei waren, denen ich im Leben viel geholfen habe, aber die eben nicht an das Projekt geglaubt haben. Alles kein Problem, Leute, weil, wie man so schön sagt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Genau, das ist, um das Ganze kurz abzurunden. Also MAD ist eine Art, gerade progressiv auf das Release der Dokumentation hinzuzulaufen. Das heißt nicht, dass MAD dann nach dem Doku-Release irgendwie nicht mehr geben wird, aber MAD ist einfach eine Art Katapult, um jetzt ganzen Content zu bringen, um meine Person vorzustellen, um mich, sage ich mal, öffentlich zu machen, transparent zu machen, dass man versteht, okay, wer ist dieser Typ oder der hat unschuldig im Knast gesessen, so kann ja jeder erzählen. Das Ganze wird halt so mit Beweisen bepflastert sein, dass halt am Ende leider auch der Letzte, der mich nicht leiden kann, trotzdem zugeben muss, dass, ja, er hat das verdient, was er angestrebt hat, und ich werde mir das holen, was ich anstrebe, und dafür stehe ich mit meinem Namen. Also ich habe jetzt hier das auch, was ich hier gerade mache, den Podcast, alles, was ihr seht, ist nicht aus Langeweile entstanden. Ich bin total übermüdet, ich habe wieder nur 5 Stunden geschlafen. Ich arbeite mehr oder weniger von Montag bis Sonntag seit Monaten, und das Ganze mit einem Ziel und nicht einfach, weil ich Langeweile habe und irgendwie ein paar Klicks auf YouTube haben will und Streams auf Spotify, sondern weil ich einen Weg gehe, den ich seit Jahren gehe, der mir versucht wurde auszureden. Leute glauben nicht an mich, haben darüber gelacht, auch teilweise. Und ja, wie das Ganze dann endet, werden wir bald erfahren. Leute, ich danke euch fürs Zuhören. Gibt es noch irgendwas anderes? Steht hier noch was? Nee, wie gesagt, die nächsten Episoden kommen. Ihr könnt gerne auch in den Kommentaren schreiben, über was ihr gerne mehr erfahren wollen würdet. Wenn es nicht schon einer der Themen ist, die geplant sind, werde ich es natürlich dann in Angriff nehmen.
Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wir sehen uns bald. Liebe Grüße, Peace. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.